willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das Update 211 schon, also wir haben schon ein bisschen was geschafft. Und ihr seht hier, da haben wir das letzte Mal gearbeitet, hier in dem Bereich. Und in dem Bereich werden wir auch heute ein bisschen weiterarbeiten. Was genau, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht bauen wir den Rest von dem Gebäude, vielleicht bauen wir hinten an der Straße weiter, vielleicht bauen wir im ganzen Umkreis. Auf jeden Fall möchte ich in dem Bereich heute weiterarbeiten. Wie ihr wisst, ganz oft entwickelt sich das, was gemacht wird, erst im Laufe des Videos. Und deshalb nehme ich mir im Prinzip gar nicht mal richtig vor, was wir machen. Aber ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und im Thumbnail habt ihr bereits wahrscheinlich gesehen, was hier heute passiert. Ich weiß es jetzt in diesem Moment noch nicht, aber ihr werdet es sehen. Bevor wir jetzt hier weiterarbeiten, noch mal kurz einen Blick über den aktuellen Stand vom letzten Update. Ihr wisst, wir haben das Central Perk Set hier so ein bisschen zweckentfremdet und ausgeschlachtet, um hier diese kleine Bude mit ein bisschen Leben zu bauen, hier auf unserer Promenade, auch im Bereich dessen, dass wir eben hier langsam Lücken schließen wollen. Heute bauen wir hier weiter. Ich weiß noch nicht ganz hundertprozentig, was genau alles heute passieren wird. Wir bauen vielleicht hier das hier fertig, hier weiter. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier weitermachen. Ob wir an der Straße schon anfangen, da habe ich noch nicht alles, was ich brauche, aber ich denke, wir können da schon ein bisschen was anfangen. Grundsätzlich ist ja auch so, dass wir den Bereich da nochmal komplett umbauen. Ich glaube, dass diese Wand dann nochmal rauskommt, wir da noch ein bisschen was umbauen, einfach ein bisschen schöner machen. In dessen Bezug, dass wir ja jetzt hier nicht mehr den Busbahnhof haben werden, sondern hier hinten ja unseren Marktplatz. Und da wird ja einiges sich noch ein bisschen ändern. Haben wir ja schon angefangen, hier und da ein bisschen. Aber da wird sich jetzt einiges noch anpassen. Das sind natürlich jetzt noch ein bisschen Umbauarbeiten gegenüber dem alten Layout. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da jetzt nicht mehr groß mehr umgebaut wird. Alles, was wir jetzt bauen, bleibt so, wie es ist. Wir passen jetzt einfach nur alles an den neuen Plan an. Frisch aus der Kategorie Dinge, die man nicht sehen möchte, seht ihr hier unsere Arbeit vom letzten Mal etwas demontiert, denn ich muss das Ganze hier unten nochmal aufmachen, weil ich zum einen was vergessen habe zu verkabeln, zum anderen nochmal was ganz anderes verkabeln wollte. Denn ich möchte hier auf der Straße, zum einen, ihr seht es hier schon, habe ich eine Ampel eingebaut, die steht auf grün. Das ist nämlich ganz einfach in dem Sinne, dass denn die Straßenbahn von hier drüben kommt und hier rüberfahren muss. Dann kann die Straßenbahn, beziehungsweise der Straßenbahnfahrer, ja, mit irgendeinem Gerät gibt es ja, die Ampel hier drüben auf Rot stellen. Das muss nur da drüben sein, denn dadurch kann er hier rüberfahren, problemlos. Der Gegenverkehr wird hier an der Haltelinie angehalten und von hier drüben könnte man eigentlich auch noch eine machen, aber da kommen ja eh nur die Taxen raus. Das würden wir mal schauen, ob wir das noch machen. Von hier kann der Verkehr ja einfach hinter der Straßenbahn weiterfahren, denn die Straßenbahn fährt ja nur in diese Richtung. Das heißt, wir brauchen hier drüben auf jeden Fall keine Ampel. Ansonsten habe ich hier nochmal neu verkabelt, weil das hier alles in diesem 48er Modul steckt. Auch die Ampel steckt auf diesem Modul. Und ich habe vergessen, das Kabel rüberzulegen für den anderen Laden. Deshalb habe ich das auch noch schnell gemacht. Das heißt, ich versuche jetzt alles hier wieder zusammen zu bekommen, so wie es war. Und dann können wir hier nämlich auf der Straße auch nochmal 2 Konnektoren einbauen für Fahrzeuge. Einer liegt hier schon, wie ihr sehen könnt. Wird mir nämlich auch helfen, eventuell ein paar Sachen auf der Straße zu kaschieren, indem einfach Autos drüber stehen. Denn ihr wisst ja, bei problematischen Stellen ist Kaschieren immer eine gute Lösung. Ich werde erstmal das ganze Chaos hier wieder bereinigen und dann geht es hier weiter. Aber ich bin mit der Ampel hier drüben schon mal sehr zufrieden. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt alles wieder zusammenbekommen. Es sieht genauso aus wie vorher, wie ihr es aus dem letzten Update kennt. Und zusätzlich sind auch die ganzen Kabel jetzt zum größten Teil verschwunden. Hier geht jetzt noch unten ein Kabel raus, um eben jetzt hier noch die Beleuchtung für diesen kleinen Laden einbauen zu können. Und hier drüben seht ihr, ist das meiste verschwunden. Die beiden Konnektoren sind jetzt eingebaut, funktionieren, habe ich getestet. Hier ist der Verteiler eingelassen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Der liegt auf der Seite. Das hat den großen Vorteil, dass er dann genauso hoch ist wie 2 Plates. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mit meinen Teils drüber bauen und dann verschwindet der komplett unter der Straße. Wie das Ganze hier mit der Schiene funktionieren wird. Ich habe ein paar Ideen gehabt. Ich habe mir jetzt noch ein paar Cheese Slopes im Dark Bluish Grey bestellt. Die sind noch nicht da. Das heißt, das werden wir heute noch nicht schaffen. Aber wir wollen heute auch nicht unbedingt jetzt hier die ganze Schiene schon einlassen. Wir wollen jetzt hier einfach ein bisschen weiterbauen. Ich bin auch schon sehr froh, dass einfach mal die Ampel, die allererste Ampel hier in der Stadt steht. Und wir haben auch ein Verkehrsschild, habt ihr glaube ich schon gesehen. Denn wie gesagt, hier darf ja gar keiner reinfahren, außer der Straßenbahn. Rausfahren dürfen nur Taxen, denn das hier ist ja eigentlich eine Einbahnstraße. Ich mache jetzt hier weiter und wir schauen einfach mal, was heute noch so hier passiert in der Brickworld. So, ich habe tatsächlich noch einen Beutel hier mit Dark Bluish Grey Cheese Slopes gefunden
und die dann gleich mal genutzt, um so ein bisschen an der Straße anzufangen. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen außen rum, damit ihr es nicht gleich seht. Wir schauen uns erstmal aus der Entfernung an. Und wenn ihr jetzt mal schaut, das sieht eigentlich relativ gut aus, hier wie diese Kurve eingebunden ist von der Seite aus. Man muss auch bedenken, ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich gerade ein paar Mal hoch und runter gelaufen bin. Da kommt ja noch ein Auto hin, um ein bisschen was zu kaschieren. Aber aus der Entfernung, finde ich, sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir können mal ein bisschen näher rangehen. Ist alles mit Lego-Techniken gemacht. Ich zeige es euch mal. Ist eine ganz schöne Tüftelei mit verschiedenen Elementen. Aus der Nähe ist es teilweise ein bisschen brüchig, weil natürlich was Rundes sehr, sehr schlecht in was Eckiges passt. An manchen Stellen passt es wirklich sehr, sehr gut, an manchen nicht so gut. Habe da noch ein bisschen was Grünes eingebaut, aber grundsätzlich gefällt es mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, in der Entfernung verschwimmt es sehr, sehr schön und wie gesagt, Autos kommen noch dazu und das wäre so die Technik, mit der ich hier versuchen würde, das hier einzubauen. Ab der Grenze dieses Moduls sind wir dann bei Kopfsteinpflaster, da wird es ein bisschen einfacher, weil wir da nicht mehr so eine schöne glatte Oberfläche brauchen. Da kann man ein bisschen mehr spielen mit verschiedenen Elementen, aber das gefällt mir persönlich eigentlich relativ gut. Und wie gesagt, wenn man das jetzt hier so sieht, mir gefällt's. Wir werden jetzt heute nicht alles hier fertig machen. Erstens, weil ich echt sehr viel Zeit brauche, um hier diesen Bogen irgendwie nachzubauen mit Steinen. Und zum anderen, ich habe ja, wie gesagt, nicht genug Cheese Slopes da. Die kommen erst noch und das war gerade ein Glücksfund, weswegen ich hier ein bisschen weiterbauen konnte. Ich mache jetzt grundsätzlich erstmal ein bisschen weiter hier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch heute schlachten wir wieder ein bisschen aus und zwar geht es heute um dieses Auto aus diesem schon etwas älteren City-Set. Das habe ich jetzt mal zusammengebaut und auch gleich beleuchtet und es ist jetzt hier drüben auf der Straße zu sehen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, auch von der Farbgebung, Beleuchtung funktionierte ganz gut einzubauen, musste ich ein bisschen umbauen, aber hinten die Beleuchtung gefällt mir auch gut mit dem breiten Streifen. Und vor allem, jetzt seht ihr auch, was ich meinte mit, hier wird eine der schlimmsten Lücken, das ist das hier, einfach überdeckt mit dem Fahrzeug. Dann sieht man das nicht mehr so schlecht oder so gut, besser gesagt. Und man hat auch noch ein Fahrzeug hier auf der Straße stehen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen weiter, weil das Update reicht mir noch nicht. Was ich natürlich noch ganz kurz anbringen muss, auch hier bei der Beleuchtung, sowohl bei der Ampel als auch beim Fahrzeug und allem anderen, was hier so beleuchtet ist. Auch heute wieder das System von meinem Beleuchtungspartner Illumedia Bricks. Ihr findet einen Link dazu unten in der Videobeschreibung und oben rechts könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr in den Shop. Und da gibt es alles, was ich hier bei mir so nutze. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen weitergekommen. Ich habe hier drüben noch ein bisschen Straße weitergebaut. Jetzt nur den Teil, der so in Anführungsstrichen relativ einfach zu bauen war. Und dann habe ich hier vorne noch ein bisschen weitergemacht. Und mir ist aufgefallen, dass das Fliesenmuster hier nicht zu dem passt, dass ich hier ganz vorne angefangen habe. Da hätte man vielleicht ein bisschen besser planen können. Aber da ich hier den Bereich hier vorne noch ein bisschen umbauen möchte, ist das nicht so schlimm. Ich habe jetzt hier einfach mal diesen Eisstand rausgenommen und die ganzen Leute, die da gewartet haben. Denn wir haben ja hier vorne nochmal einen Eisstand. Deshalb werden wir den wahrscheinlich da hinten nicht benutzen. Vielleicht haben wir den irgendwann hinten auf dem Marktplatz oder so. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch ein bisschen weitergebaut. Ihr seht, hier vorne ist jetzt alles geschlossen. Ich habe das Gebäude hier zumindest von außen noch ein bisschen weiter gemacht. Ich habe hier noch ein altes Poster eingebaut, das ich woanders hatte. Und hier noch ein Aufkleber, dass hier eben die Post ist. Dann habe ich hier noch die alte Litfaßsäule, die früher mal vor dem Bahnhof stand im alten Design, hier hingestellt. Dachte ich, passt hier vorne ganz gut hin. Und was ich auch noch zum Abschluss gemacht habe, ist, dass ich hier das Dach gebaut habe. Noch ein bisschen Deko oben drauf, das mache ich gleich drauf. Und dann stelle ich hier noch 2, 3, 4 Figuren hin für den Abschluss. Und dann schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht nach dem heutigen Update. Und damit wären wir fertig für heute, wie ihr sehen könnt. Und es sind noch ein paar Figuren dazugekommen und allgemein haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft, vor allem im Bereich Lücken zu schließen. Das hier mit der Schiene hier rüber funktioniert tatsächlich besser, als ich dachte. Ich habe es euch ja vorhin schon mal gezeigt. Ich denke, dass wir da jetzt nicht mehr allzu große Probleme kriegen, wenn wir den Rest dann auch noch hier bearbeiten, wenn ich die nötigen Steine habe. Und hier kommt ja auch nochmal ein Fahrzeug hin, das heißt, hier vorne wird auch nochmal ein bisschen was von dem Anführungsstrichen hässlichen überdeckt. Aber ich gehe mit euch erst nochmal kurz hier runter. Dann seht ihr jetzt nochmal kurz, was hier dazugekommen ist. Es sind 6 neue Figuren hinzugekommen. Da sind wir bei 369 Einwohnern. Ich werde es hoffentlich heute auch mal richtig einblenden, bevor ich es wieder vergesse. Wir haben die Dame hier vorne, sehr sportlich unterwegs. Ein Herrn, der hier aus dem Kiosk kommt, der natürlich noch gebaut werden muss. Einen Herrn mit Eis. Ein Mädchen, das sich unglaublich über ihren Luftballon freut. Und noch einen Polizisten, denn ihr wisst, es ist hier momentan das große Mittelalter-Fantasy-Festival in der Stadt, weswegen
dann auch hier einiges an Polizeipräsenz unterwegs ist. Ich habe überlegt, auch noch vielleicht Polizei auf Pferden einzubauen, ist vielleicht noch ein bisschen Abwechslung. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gehen wir jetzt noch mal kurz hier rüber und schauen uns das, wenn ich es hinkriege, mal an, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt hier mal die Straße entlang schauen. Man sieht, die Straßenbahn ist noch nicht ganz eingebaut, aber es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Heute habe ich, glaube ich, relativ viel gequatscht, aber es ist auch relativ viel zu zeigen gewesen. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei diesem Update. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wo es weitergeht. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Abo dalassen, gerne die Glocke aktivieren. Und dann sage ich noch bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch Tschüss.